Thema bei Global Asset Compass sind die Chancen, die sich durch die verschärfte Handelspolitik der USA gegenüber China im ostasiatischen Wirtschaftsraum auftun. Die geopolitischen Spannungen zwischen den USA und China haben weitreichende wirtschaftliche Folgen, die über die Grenzen der beiden Supermächte hinausreichen. Besonders betroffen sind die Länder Südostasiens, die geografisch und wirtschaftlich eng mit beiden Nationen verknüpft sind. Mit der Wahl des protektionistischen Donald Trump zum US-Präsidenten, der 2025 eine verschärfte Handelspolitik gegenüber China verfolgen wird, könnte sich der Druck auf regionale Märkte und Lieferketten erhöhen. Doch gleichzeitig bieten sich südostasiatischen Ländern wie Vietnam, Thailand, Malaysia und Indonesien neue Chancen. Diese Staaten könnten als Neutralitätszone zwischen den beiden Großmächten auftreten und wirtschaftlich profitieren, sowohl durch US-amerikanische als auch durch chinesische Investitionen. Dieser Beitrag beleuchtet die potenziellen wirtschaftlichen Vorteile und Herausforderungen, mit denen Südostasien in diesem Szenario konfrontiert sein könnte. Er untersucht, wie die Region durch die Verlagerung von Produktionsstätten, die Diversifizierung von Lieferketten und die zunehmende Bedeutung regionaler Handelsabkommen profitieren könnte und diskutiert die Risiken, die mit dieser strategischen Mehrgleisigkeit einhergehen. Verlagerung von Produktionsstätten und neue Investitionsströme. Eine aggressivere US-Handelspolitik gegenüber China könnte dazu führen, dass amerikanische Unternehmen verstärkt nach alternativen Produktionsstandorten suchen, um Zölle und Handelsbarrieren zu umgehen. Südostasien mit seinem günstigen Arbeitskräfteangebot und seiner geografischen Nähe zu China bietet sich als natürliche Alternative an. Länder wie Thailand, Vietnam, Malaysia und Indonesien haben in den letzten Jahren bereits erheblich von solchen Verlagerungen profitiert und könnten diese Rolle im Jahr 2025 weiter ausbauen. Doch nicht nur amerikanische Unternehmen verlagern Produktionsstätten. Auch chinesische Unternehmen könnten dazu gezwungen sein, Produktionskapazitäten nach Südostasien zu verlegen, um den Marktzugang in die USA zu sichern. Durch die Produktion in Ländern wie Vietnam oder Thailand könnten chinesische Unternehmen Schutzzölle umgehen und weiterhin unter dem Label Made in Vietnam oder Made in Thailand exportieren, ohne die vollen Auswirkungen der US-Handelssanktionen zu spüren. Dieser Dual Benefit schafft für Südostasien eine einzigartige Gelegenheit. Die Region könnte von beiden Großmächten profitieren, ohne eine klare Position einnehmen zu müssen. Amerikanische Unternehmen und chinesische Investoren könnten in der Region parallel operieren, was zu einer Welle von ausländischen Direktinvestitionen führen könnte. Für südostasiatische Länder bedeutet dies nicht nur neue Arbeitsplätze und Wirtschaftswachstum, sondern auch die Chance, sich als wettbewerbsfähiger Produktionsstandort auf dem Weltmarkt zu etablieren. Stärkung regionaler Handelsabkommen und wirtschaftlicher Integration. Die regionale wirtschaftliche Integration könnte ein weiterer Faktor sein, der Südostasien hilft, seine strategische Neutralität zu wahren. Länder der Association of Southeast Asian Nations, kurz ASEAN, und die Mitgliedstaaten der Regional Comprehensive Economic Partnership, kurz RCEP, könnten ihre Handelsbeziehungen stärken, um ihre Abhängigkeit von den USA und China zu verringern. Indem die Länder verstärkt auf Handelsabkommen wie die RCEP oder den ASEAN-Freihandel setzen, könnten sie ihre Binnenmärkte und gegenseitigen Handelsströme fördern. Dies könnte Südostasien helfen, seine wirtschaftliche Resilienz zu stärken und unabhängiger von geopolitischen Spannungen zwischen den USA und China zu agieren.
Ein solches Maß an wirtschaftlicher Integration würde es Ländern wie Thailand, Malaysia und Vietnam ermöglichen, ihre Abhängigkeit von den Exportmärkten USA und China zu reduzieren und die eigene Region als Wachstumsmarkt zu nutzen. Langfristig könnte Südostasien sich so als eigenständige Wirtschaftsregion etablieren, die weniger anfällig für Schwankungen in den USA und China ist. Technologischer Wandel und die Rolle digitaler Infrastruktur. Ein wichtiger Aspekt in diesem geopolitischen Szenario ist die digitale Infrastruktur. Die USA haben bereits mehrfach Druck auf Länder ausgeübt, chinesische Technologieanbieter wie Huawei oder ZTE nicht zu verwenden. Dieser Druck könnte sich 2025 weiter verschärfen, wenn sich die Spannungen zwischen den beiden Ländern intensivieren. Südostasiatische Länder, die in der Vergangenheit stark auf chinesische Technologie gesetzt haben, könnten gezwungen sein, Alternativen aus den USA oder der EU in Betracht zu ziehen. Allerdings bedeutet dies auch höhere Kosten für südostasiatische Länder, die nun auf teurere Technologiealternativen umsteigen müssten. Dennoch könnten südostasiatische Staaten hier einen Mittelweg finden, indem sie eine Mischung aus chinesischer und westlicher Technologie verwenden, um keine einseitige Abhängigkeit zu riskieren. Solch eine technologische Mehrgleisigkeit könnte die Position der Länder als neutrale Wirtschaftsakteure in einer zunehmend polarisierten Welt stärken. Geopolitische Neutralität als strategische Herausforderung. Obwohl Südostasien sowohl von amerikanischen als auch von chinesischen Investitionen profitieren könnte, bleibt das Risiko bestehen, dass die Länder in eine geopolitische Zwickmühle geraten. Sowohl die USA als auch China könnten langfristig Druck ausüben, um eine klare Positionierung zu erzwingen. Beispielsweise könnten die USA wirtschaftliche Sanktionen gegen Staaten verhängen, die als zu China-freundlich wahrgenommen werden, während China die Handelsbeziehungen zu Staaten reduzieren könnte, die sich zu stark an die USA anlehnen. Südostasien könnte jedoch versuchen, eine Politik der strategischen Mehrgleisigkeit zu verfolgen, das heißt bewusst wirtschaftliche Vorteile aus beiden Großmächten zu ziehen, ohne eine formelle Bündnispolitik einzugehen. Diese Strategie erfordert jedoch ein hohes Maß an diplomatischem Geschick und wirtschaftlicher Resilienz, da die Länder jederzeit Gefahr laufen, in einen Konflikt zwischen den USA und China hineingezogen zu werden. Fazit: Die Verschärfung der US-Handelspolitik gegenüber China im Jahr 2025 könnte für die Länder Südostasiens sowohl große Chancen als auch Herausforderungen mit sich bringen. Auf der einen Seite haben Vietnam, Thailand, Malaysia und Indonesien die Möglichkeit, als Produktionsstandorte für US- und chinesische Unternehmen zu profitieren und ihre eigene wirtschaftliche Basis zu stärken. Durch gezielte Investitionen und eine verstärkte regionale Integration könnte Südostasien seine Rolle in der globalen Lieferkette ausbauen und unabhängiger von den USA und China werden. Auf der anderen Seite besteht das Risiko, dass die Region aufgrund geopolitischer Spannungen unter Druck gerät und eine klare Positionierung gefordert wird. Die Herausforderung für Südostasien wird darin bestehen, die wirtschaftlichen Vorteile aus beiden Richtungen zu nutzen, ohne eine allzu große Abhängigkeit von einer der beiden Supermächte zu riskieren. Ob die Strategie der strategischen Mehrgleisigkeit langfristig erfolgreich sein wird, bleibt ungewiss. Doch im Jahr 2025 könnte sie Südostasien einen Platz als wirtschaftliche Drehscheibe in einer zunehmend polarisierten Welt sichern. Wie denkst du über die Hypothese, dass die Staaten in Südostasien die lachenden Dritten sein könnten, die vom Konflikt zwischen China und den USA profitieren? Lass uns darüber diskutieren. Wenn dir dieser Beitrag gefallen hat, dann gib ihm bitte ein Like und vergiss nicht, Infonium zu abonnieren, damit du in Zukunft keine Folge verpasst.
Bis zum nächsten Mal bei Global Asset Compass.